Also, was verändert? Es ist halt einfach ein neues Mikrofon dazu gekommen. Oder wurde ausgetauscht. Ein Großteil meiner Zuschauer hat den Kanal noch nicht abonniert. Falls dir meine Inhalte gefallen und du nichts verpassen möchtest, drück einfach auf den Abonne All-Button. Es ist kostenlos und hilft dem Kanal çok. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leute, es ist Anfang Oktober. Also die erste Woche des Oktobers ist auch schon vorbei. Es war halt mal trocken, wieder einmal. Und eigentlich hieß es, dass noch die Sonne rauskommt. Ja, da dachte ich gehe mal raus. Und drehe eine Runde. Ja, also es war jetzt, bis Mittag war es sogar neblig. Hatte viel Nebel. Das ist jetzt mal weg. Aber ja, wie ihr es sehen könnt, ist es trotzdem noch sehr stark bewölkt. Aber es sind so, ja, angenehme 15 Grad. Also ist es eigentlich okay. Gut, also natürlich Funktionswäsche drunter an, ganz klar, irgendwie aber schon auch ein bisschen zu warm. Mal gucken, wie es ist, wenn man ein bisschen länger auf einer 80er Strecke fährt, dann ist man wahrscheinlich froh darüber. Gut, ich bin jetzt auch eine Weile, ja, ich habe eine Weile in der Tankstelle noch ein bisschen gegammelt. Ja, musste kurz auftanken und da dachte ich, wenn ich schon in der Tankstelle bin, nehme ich mir noch einen Energy. Und da bekam ich dann schon ein bisschen warm. Also wahrscheinlich kühle ich dann schon langsam wieder ab. Mal gucken. Ja Leute, ansonsten wirklich in der letzten Zeit, ja, privat ein bisschen stressig, also was heißt privat, geschäftlich war schon ein bisschen was los. Ich musste mehrere Leute einarbeiten, also ja gut, ansonsten hatte ich halt immer ein bisschen so Abstand, was das Einarbeiten angeht, und dieses Mal habe ich gleich zwei gleichzeitig eingearbeitet und der dritte, der kommt auch demnächst. Und ja, man sagt vielleicht, ja, ist ja nur einarbeiten und so. Aber wenn man halt so etwas macht, dann möchte man es ja auch richtig machen. Also kein Quatsch erzählen oder sonst was, sondern man möchte ja, dass die Leute richtig eingeschult sind und ihren Job dann auch richtig gut machen. Und
da bin ich dann halt schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen genau. Und ja, dann quatscht man halt wirklich viel, also erklärt sehr viel und schaut auch, dass man irgendwie nichts vergisst zu sagen, weil bei mir ist es halt auch ein bisschen speziell in meinem Team. Du arbeitest halt alleine und wenn du dann halt wirklich alleine bist, also da braucht es auch ein bisschen Eigenverantwortung und Selbstinitiative. Da musst du dann halt auch selber ein bisschen abwägen können, was mache ich jetzt in dieser Situation. Und dann möchte man halt die Leute dann auch wirklich effektiv richtig einschulen, damit sie dann halt auch zum Beispiel irgendwie mal die richtige Entscheidung treffen. Klar, sie können mich ja immer anrufen, wenn was ist, aber es ist nicht so der Sinn und Zweck, dass du ja jede Nacht irgendwie wegen Kleinigkeiten irgendwie die ganze Zeit herumtelefonierst. Und deswegen kann auch diesen Job nicht gerade jeder machen. Und die Leute, die dann halt in mein Team kommen, die sollen dann halt auch richtig eingeschult werden. Ja, ich hoffe, so wenn wir so am Quatschen sind, euch gefällt die Tonaufnahme. Denn ich habe wieder mal was verändert. Also, was verändert? Es ist halt einfach ein neues Mikrofon dazu gekommen. Oder wurde ausgetauscht. Und zwar der in meinem Helm. Ich hatte vorher das Rode, also ich habe keine Ahnung, ob es Rode heißt, Leute. Könnte auch Rode heißen. Ich sagte ihm aber Rode. Und ich hatte halt vorher das Rode Lavalier Go. Das war so, ja, zu einem ziemlich guten Preis, auch so für den Anfang, also so für Einsteiger. Und nun habe ich dieses Lavalier-Mikrofon, also dieses Ansteckmikrofon, ausgetauscht mit der Rode Lavalier 2. Und die ist halt im Preissegment ein bisschen teurer. Und bei der ist halt das Spezielle, also das andere Mikrofon, das konnte halt einfach im 360 Grad also Ton aufnehmen. Also der hatte ein Mikrofon dran, das so, ja, wie soll ich sagen, so wie eine Kugel, und es hat halt alles rundherum aufgenommen. Und der neue, der ist halt nicht so. Also bei dem kannst du nur von einer Seite reinsprechen und die andere Seite ist einfach dicht. Außerdem hat er viel bessere, ja, Popschutz, halt wirklich effektiv für das Mikrofon gemacht, also sitzt es auch viel besser dran. Und es hat halt auch eine Dead Cat, die auch speziell für das Mikrofon gemacht worden ist. Das hat halt die andere nicht. Da musste man halt einfach die Universaldinger ranstecken. Und bei der nicht, und somit ist sie auch viel dichter, also besser abgedichtet.
Und aus diesem Grund hoffe ich jetzt mal, dass die Windgeräusche um einiges minimiert werden, da ja halt auch der Helm recht laut ist. Und natürlich halt auch die Qualität des Tons, also meiner Stimme besser. Auf das hoffe ich natürlich auch. Also ihr könnt ruhig in die Kommentare ballern, was ihr davon haltet. Ihr habt wahrscheinlich auch bemerkt, in den letzten 1 oder 2 Videos, dass ja auch die Tonqualität des Dual-Plugins geändert hat. Und das ist auch dem zu verdanken, dass ich die Oldschool-Verkabelung wieder in den Helm rein montiert habe. Also ich habe den Adapter rausgeschmissen und habe einfach die ganz alte, also die Verkabelung mit irgendwie 6 Kabeln habe ich wieder reingemacht. Denn ich musste feststellen, dass dieser verfickte Dual-Plugin-Adapter ein Riesenmüll ist und total wirklich rausgeschmissenes Geld. Denn ja, es sollte ja angeblich, also gut, man hat halt an Kabeln gespart, ja, und dazu kommt halt noch, dass die Tonlautstärke reguliert wird. Was ich aber, also am Handy merkt man das nicht so, aber was ich halt dann irgendwie am Computer oder auf dem Fernseher bemerkt habe, ist, dass der Ton nicht mehr Stereo, sondern Mono ist. Und aus diesem Grund auch die komplette Tonqualität einfach beschissen ist. Habt ihr wahrscheinlich auch bemerkt, wenn die anderen irgendwie gesprochen haben und so. Und das hat mich wirklich extremst genervt. Und deswegen habe ich wieder alles umgeswitcht und hoffe, dass da nun alles auch ein bisschen qualitativ besser ist. Also ich habe da den Unterschied schon bemerkt. Ich hoffe ihr auch. Falls ja, auch gerade mal in die Kommentare ballern, was ihr davon haltet. Denn ich finde es viel, viel besser so. Klar, man muss halt ein bisschen mehr herumdoktern, was die Lautstärke und so angeht. Aber viel besser. Und das andere halt eben die Auspuffgeräusche, die werden nun auch viel besser sein, da das Mikrofon viel näher am Auspuff ist und sogar so, ja, schon fast geschützt vom Wind, weil es so ein bisschen, also unter der Hecktasche eingeklemmt ist. Und da wird es auch riesen Unterschiede geben. Ja, ansonsten, das werden wahrscheinlich ein bisschen kürzere Videos. Ich gehe nicht groß weg. Es wird keine Tagestour oder so. Einfach nur ein bisschen rumfahren. Und wenn es klappt, auch ein bisschen schöne Drohnenshots machen. Wir haben gleich hier einen kleinen See. Ich werde dann gleich mal hier irgendwo anhalten und mal die Drohne rauslassen, schön über den See und so. Und hier ist auch ein bisschen Naturschutzgebiet, vielleicht sieht man ein bisschen was. Natürlich fliege ich nicht allzu nahe, was das Naturschutzgebiet angeht. Da möchte ich die Tiere auch nicht allzu groß stressen oder so. Oh, hier ist zu.
ja, wir können ja trotzdem schnell hier raus. Ja, dann... und falls es doch ein bisschen Windgeräusche gibt, Leute, ich habe das Visier ausgetauscht. Da der ja extrem verkratzt war, habe ich einen neuen bestellt und jetzt habe ich das Problem. Jetzt ist alles irgendwie verstellt. Zu Hause konnte ich es noch zumachen. Jetzt geht's zum Beispiel wieder. Jetzt geht's. Wenn ich dann aber ganz aufmache und wieder zu, geht's nicht. Also ich muss zu Hause noch ein bisschen herumspielen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Bums und bleibt dran. Jetzt kommen noch ein paar Drohnenshots. Gebt auf euch Acht. Glück, Glück.